ein WG-Zimmer finden. Hallo Nina, danke, dass du Zeit hast, mit mir zu reden. Ich möchte bald aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Ich will unabhängiger sein und nicht so viel Miete zahlen. Deshalb denke ich an ein Zimmer in einer WG. Du hast doch schon in einer WG gewohnt, oder? Ja, genau. Ich habe 2 Jahre in einer WG gelebt, als ich studiert habe. Frag mich ruhig, was du wissen möchtest. Also, zuerst, wie finde ich ein WG-Zimmer? Wo kann ich suchen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sehr bekannt ist die Internetseite wggesucht.de. Dort kannst du nach Stadt, Preis und Größe filtern. Es gibt auch Anzeigen in Facebook-Gruppen oder in Zeitungen. An manchen Unis oder Hochschulen hängen am schwarzen Brett Zettel mit WG-Angeboten. Okay, wggesucht.de habe ich schon gehört. Ist das seriös? Meistens ja. Natürlich sollst du vorsichtig sein. Lies dir die Anzeige genau durch. Gibt es Fotos? Ist der Preis realistisch? Kannst du die Mitbewohner vor Ort treffen? Wenn etwas komisch klingt, lieber aufpassen. Verstanden. Wenn ich ein interessantes Zimmer finde, was mache ich dann? Du schreibst eine Nachricht an die WG. Stell dich kurz vor. Wer du bist, was du arbeitest oder studierst, wie alt du bist, was deine Hobbys sind. Schreib, warum du in die WG ziehen möchtest und was dir wichtig ist. Das hilft der WG, dich besser einzuschätzen. Muss ich sehr förmlich sein? Nicht zu förmlich. Sei freundlich, aber nicht steif. Eine WG ist oft eine private Wohnsituation. Die Mitbewohner wollen wissen, ob du als Mensch passt. Schreib zum Beispiel: Hallo, ich heiße Lukas, bin 24 Jahre alt und arbeite im Marketing. Ich suche ein gemütliches WG-Zimmer, weil ich unabhängiger sein möchte. Ich koche gern und bin ein ruhiger, ordentlicher Typ. Klingt machbar. Und dann? Dann hoffen wir, dass sie dich zum Besichtigungstermin oder zum WG-Casting einladen. Du besuchst dann die Wohnung, triffst die Mitbewohner und sie stellen dir Fragen. Du kannst auch Fragen stellen. Wie hoch ist die Miete? Welche Nebenkosten gibt es? Wie sind die Regeln in der WG? WG-Casting? Das klingt etwas komisch. Ja, es ist ein bisschen wie ein Kennenlernen. Die WG will sicher sein, dass ihr zusammenpasst. Ihr redet über Alltagsdinge. Wer putzt wann? Wie teilt man die Kosten für Putzmittel oder Internet? Darf man rauchen in der Wohnung? Wie ist das mit Partys oder Besuch? Wie läuft das mit den Kosten? Muss ich außer Miete noch etwas extra zahlen? Oft zahlst du eine Warmmiete, in der Heizung und Wasser dabei sind. Aber Strom und Internet werden manchmal getrennt abgerechnet. Oft legen alle Mitbewohner zusammen. Manchmal gibt es eine Haushaltskasse für Spülmittel, Toilettenpapier oder Kaffee. Sprich das am besten bei der Besichtigung an. Verstanden. Und welche Unterlagen brauche ich? Das hängt von der WG ab. Manchmal reicht ein Personalausweis, aber der Vermieter oder Hauptmieter will oft einen Gehaltsnachweis oder eine Schufa-Auskunft sehen. Wenn du nicht viel verdienst, kann eine Bürgschaft der Eltern nötig sein. Jeder Vermieter ist anders, aber frag vorher, was sie brauchen. Bürgschaft? Das heißt, meine Eltern garantieren, dass ich die Miete zahle? Genau. Wenn du gerade erst anfängst zu arbeiten und kein großes Einkommen nachweisen kannst, kann eine Bürgschaft helfen, das Zimmer zu bekommen. Dann fühlen sich Vermieter sicherer. Und wenn ich Student wäre? Als Student ist es oft ähnlich. Du hast dann vielleicht keinen Gehaltsnachweis. Also Elternbürgschaft oder BAföG-Bescheid zeigen. Manche WGs sind sehr entspannt, andere strenger. Am besten einfach vorher fragen. Wie ist das mit einem Mietvertrag? Meistens bekommst du einen Untermietvertrag, wenn einer der WG-Bewohner Hauptmieter ist. Dann steht drin, wie viel du zahlst, wie lange die Kündigungsfrist ist und ob es eine Kaution gibt. Lies den Vertrag genau durch, bevor du unterschreibst. Kaution? Wie hoch ist die Kaution normalerweise? Oft sind es 1 bis 2 Monatskaltmieten. Das Geld wird auf ein Kautionskonto eingezahlt und am Ende des Mietverhältnisses zurückgegeben, wenn alles in Ordnung ist.
Muss ich mich dann auch ummelden, wenn ich in ein neues WG-Zimmer ziehe? Ja, du musst dich beim Einwohnermeldeamt ummelden, meistens innerhalb von 2 Wochen nach dem Einzug. Dafür brauchst du meist eine Wohnungsgeberbescheinigung, die dir der Hauptmieter oder Vermieter ausstellt. Alles klar. Welche Vor- und Nachteile hat das Leben in einer Wohngemeinschaft? Vorteile? Du zahlst weniger Miete als für eine eigene Wohnung, triffst neue Leute, kannst dich austauschen, manchmal zusammen kochen oder Fernsehen. Du bist weniger allein, was besonders schön ist, wenn du neu in einer Stadt bist. Und die Nachteile? Du musst Kompromisse machen. Du kannst nicht allein bestimmen, wann geputzt wird oder ob es laut ist. Manche Mitbewohner sind unordentlich oder rauchen im Wohnzimmer, obwohl du Nichtraucher bist. Es kann Streit geben über Kleinigkeiten und du hast weniger Privatsphäre als allein. Wie kann ich schon vor dem Einzug feststellen, ob die WG zu mir passt? Frag gezielt nach. Wie oft putzt ihr? Gibt es einen Putzplan? Wie steht ihr zu Besuch von Freunden oder Partnern? Habt ihr eine Haushaltskasse? Trinkst du gern mal ein Bier mit den Leuten oder möchtest du lieber deine Ruhe? Das ist ein guter Tipp. Ich sollte genau sagen, was ich will. Ich bin zum Beispiel ein ruhiger Mensch, arbeite viel und möchte keine Dauerparty-WG. Aber ich möchte ab und zu gemeinsam essen oder reden. Dann sag das genau so. Die Mitbewohner wissen dann, was sie von dir erwarten können. Wenn sie das ähnlich sehen, ist das gut. Wenn nicht, ist es vielleicht nicht die richtige WG. Was ist, wenn ich nach ein paar Monaten merke, dass es mir nicht gefällt? Dann musst du die Kündigungsfrist einhalten. Oft sind es 3 Monate. Oder du findest einen Nachmieter, der deinen Platz übernimmt, wenn das die WG und der Vermieter erlauben. Kommunikation ist wichtig, red mit den Mitbewohnern. Wie gehe ich mit Problemen um, wenn es welche gibt? Erstmal ruhig bleiben. Ein offenes Gespräch hilft meistens. Vielleicht einen WG-Abend machen, um Probleme anzusprechen. Viele Konflikte sind lösbar, wenn man ehrlich und respektvoll redet. Hast du noch Tipps, um eine gute WG zu finden? Sei geduldig. Bewirb dich auf mehrere Zimmer. Nimm nicht das erste Angebot, wenn es dir nicht gefällt. Vergleich Preise und Lage. Eine gute Lage ist wichtig, damit du kurze Wege zur Arbeit hast. Eine teure Lage kann aber bedeuten, dass das Zimmer kleiner ist. Und was ist mit Regeln vom Vermieter? Kann er etwas Besonderes verlangen? Manche Vermieter wollen wissen, wie viele Leute in der Wohnung wohnen. Manche verbieten Untermiete ohne Zustimmung. Wenn du Untermieter bist, muss der Hauptmieter oft die Erlaubnis des Vermieters haben. Frag nach, ob alles offiziell ist. Also sollte ich auch darauf achten, dass der Hauptmieter eine Erlaubnis für Untermiete hat, oder? Genau. Sonst riskierst du Probleme, wenn der Vermieter davon erfährt. Frag beim Kennenlernen, ob alles legal ist. Ein guter WG-Hauptmieter zeigt dir den Hauptmietvertrag und die Erlaubnis. Verstanden. Was ist mit Haustieren? Haustiere sind ein häufiges Streitthema. Wenn du ein Haustier willst, musst du es vorher klären. Manche WGs haben nichts dagegen, andere wollen keine Tiere. Der Vermieter kann es auch verbieten. Ich habe kein Haustier, also egal. Wie sieht es mit Rauchen aus? Das musst du auch klären. Darf im Zimmer geraucht werden oder nur auf dem Balkon? Bist du Nichtraucher, dann such am besten eine Nichtraucher-WG. Gute Idee. Und was, wenn jemand sehr laut Musik hört? Dann gilt auch hier: Reden hilft. Vielleicht kann man Zeiten vereinbaren, wann laut Musik okay ist. Nach 22 Uhr gilt oft die Nachtruhe. Daran muss sich jeder halten. Ich habe das Gefühl, WG-Leben ist viel Kommunikation und Kompromiss. Aber dafür günstiger und nicht so einsam. Genau. Es ist eine gute Übergangslösung. Du sparst Geld, lernst Leute kennen und wenn es dir irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du nach einiger Zeit ausziehen. Was kostet ein WG-Zimmer normalerweise? Das hängt von der Stadt ab. In großen Städten ist ein WG-Zimmer oft zwischen 300 und 600 Euro im Monat, manchmal mehr, manchmal weniger. Das musst du vergleichen.
Ich hoffe, ich finde etwas für unter 500 Euro. Das ist möglich, wenn du nicht mitten im Zentrum wohnst. Schau auch in Bezirken, die etwas weiter draußen sind. Da ist es oft günstiger. Und mit der S-Bahn bist du trotzdem schnell im Zentrum. Gute Idee. Wie lange dauert es, bis ich ein Zimmer finde? Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es Wochen. Bewirb dich auf mehrere Angebote. Wenn du schnell etwas brauchst, sei flexibel, auch bei Lage oder Größe. Ich werde versuchen, offen zu sein. Aber ich will auch nicht irgendwas nehmen, wo ich mich unwohl fühle. Das ist richtig. Lieber etwas mehr Zeit investieren und eine Wohngemeinschaft finden, in der du dich wohlfühlst. Danke, Nina. Du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich, wo ich suchen soll, was ich schreiben soll, welche Unterlagen ich brauche und worauf ich achten muss. Gern geschehen, Lukas. Viel Erfolg bei der Suche. Wenn du Fragen hast, melde dich. Ich würde mich freuen, wenn du mir erzählst, wie es läuft. Mache ich. Vielleicht kann ich dir dann bald sagen, ich habe ein super WG-Zimmer gefunden. Dann lade ich dich auf einen Kaffee ein. Deal. Ich bin gespannt. Viel Glück.